Also, wir schauen uns an. Game Ranks Video. 10 Games you should have played sooner. 10 Spiele, die du auf jeden Fall früher hättest spielen sollen. Ist einfach eine Sache, die mich persönlich interessiert. Vielleicht interessiert es euch ja auch. Vielleicht ist ja ein... So, let's go. So we've been running a theme here lately on Game Ranks, if you couldn't tell, where we want to talk about some games we don't get to mention very often. Here are some mostly big games that didn't get enough attention, or we suspect some people just skipped. Let's talk about some games here. We got 10, ich glaube, so jedes davon habe ich nicht gespielt. Number 10. Star Wars Squadrons does not come up in the conversation of modern Star Wars shit, games. das wollte ich sogar Obviously, spielen. there's been some good ones lately. Yeah, we had that misstep with Battlefront 2, but that became a much better game, and of course the Respawn-led Star Wars Jedi games have been kicking ass, but... Die Jedi, Wire, waren das die, wo du gemeint hast, die so gut sind? Jedi Survivor, Jedi... irgendwas? Star Wars Squadrons is often forgotten. This is the aerial combat dogfighting game that a lot of old school Star Wars fans have been wanting for a long time. This is completely X-Wing versus TIE Fighter, but das in the Spiel habe modern. ich And that is, for a lot of Star Wars fans, just what the doctor ordered. This game filled... Ich hatte mich für die Beta angemeldet. So über so einen komischen EA Beta Access Dingster Bumster. Und habe dann die Beta auch bekommen, also wurde da angenommen, dass ich da mitmachen darf. Ja, Jedi-Reihe halt, aber das Flugzeugding kenne ich nicht. Ja, genau, Star Wars Squadrons, das ist ziemlich nicht unter den Teppich gekehrt worden, aber wie gesagt, Beta habe ich mich angemeldet, weil ich das gesehen habe. Und dann habe ich aber die Beta bekommen, aber nicht die Beta, die ich eigentlich wollte. Sondern was mich dann gewundert hat, warte, wie? Das gibt's als VR-Spiel? Das heißt, ich habe die Beta für PlayStation VR bekommen. Und ich sag nur, das Game, ich bin kein Star Wars-Fan, 0,0. Aber das war das Krasseste, was ich zumindest bis dato, oder bis da, wo ich es halt gespielt hatte, gesehen hatte an VR, Flug, Combat, was auch immer Spiel. Es war wirklich geil in VR. Aber... Tja, dann hatte ich PC-VR und habe Elite Dangerous gestartet und dachte, okay, ich habe noch nichts in meinem Leben gesehen, aber gar nichts. The void that was empty for many, many years with just good old X-Wing combat. In this, maybe it didn't get a ton of attention because it was mostly first-person based, like cockpit view, but still, the sense of control, the satisfaction of combat, and just the good Star Wars-ness of it all just really, really succeeded. They totally nailed it. It had a VR mode, which was great. It really felt like you were in the TIE Fighter. Hey, ich muss wieder sagen, ich verwechsel nicht eure Namen, aber in meinem Kopf hat jeder, den ich hier so, der hier öfters drin ist, eine gewisse Farbe im Chat und ihr beide habt einfach die gleiche. Ihr seid beide dieses richtig krasse, grelle Grün. Und ich dachte gerade, wieso schreibt Wirenclair jetzt nochmal morgen? Aber heiß Schnitzel. Schön, dass du da bist, freut mich. Möge der Saft mit dir sein. Dieser Saft hier, der Energiesaft. Verwirr mich nicht. Wire, verwirr mich nicht. Sag mal, kann man seine eigene Chatfarbe einstellen? Ihr wisst, ich habe keine Ahnung von Twitch. Ach du Scheiße. Fighter cockpits, the X-Wing cockpits, and there was a full fleshed out campaign. The campaign wasn't super long, but it had some interesting ideas to it, some cool cameos, and good combat scenarios. And then there was online multiplayer. It was pretty much everything, the full package, and when it released, it wasn't even a full price game. I'm not like shilling for it or anything, but I just wish more people check this one out. This was by EA Motive, believe it or not, who went on to work on the very good Dead Space remake, of course, but Star Wars Squadrons is still worth visiting if you never checked it out or if you wrote it off. Next over at number 9, der Multiplayer, muss ich aber sagen, habe ich auch kurz gespielt. In der Beta, den Multiplayer. Und es war halt so... Du hast 3 Runden gespielt und dachtest dir so, ich habe alles gesehen, macht keinen Spaß mehr, jetzt ist langweilig. Also du nicht, weil unwissend, aber ja, normalerweise geht das. Gell, was ist mit Mogel?
Tom Clancy's Ghost Recon games. Now, I've been playing since the original Ghost Recon, so I'm a little bit of a stickler. I don't know if I absolutely love these, but we do want to point out that even though Ghost Recon Breakpoint and Ghost Recon Wildlands didn't necessarily review super well, they went on to gain communities, and it seems like a lot of people are having fun with them to this day. From Wildlands, really, it wasn't a game you should have played sooner because it took a while for it to get updated, and a lot of people... Ich hab Ghost Recon Wildlands nämlich auch gespielt und habe mich einfach so ein bisschen... Das war so das perfekte Spiel, auch wenn es eigentlich als taktischer sonst was Shooter galt. Du hast das Spiel gestartet und hast einfach so nebenher das Spiel gespielt. Also du konntest währenddessen einen Film anschauen, komplett im Film drin sein und trotzdem den taktischen Shooter Ghost Recon Wildlands perfekt spielen. Ich glaube, hier geht es jetzt um Breakpoint. Soll etwas anders gewesen sein, habe ich gehört. Really loved it for a co-op experience. And then alongside with that, Ghost Recon Breakpoint, which in my opinion had even more problems, ended up being embraced by a small niche community that really just ran with mods and playing on realistic modes and having a lot of fun. GameSpot did a really, really good video on that if you want to check it out. Just search GameSpot and Ghost Recon Breakpoint. So even though I don't have a personal investment in this one, really, I do personally know a lot of people that did jump into it and end up having a lot more fun. Sieht halt auch einfach so geil aus, so diese großen Open Worlds. A lot of games have very unconventional life cycles. Davon habe ich auch die Beta gespielt, fällt mir gerade so ein. Or become a better game with mods or oh Mann, updates, and ich habe zu viele Betas gespielt in meinem Leben. Prime examples of that. Do they stand up completely to the old Ghost Recon games? That I don't know Wire about, bleibt der but gleiche. Still worth considering. Aua. Was war denn das für ein unnötiger Drop? Next over at number 8, we have Kena Bridge of Spirits. Now, when this released back in September of 2021, we don't think it got enough attention. Muss ich auch noch was dazu sagen. Habe ich auf der PS5 durch PS Plus installiert, auf der PlayStation. Ich habe es noch nie gestartet. Ich wollte es damals kaufen, dann kam es raus und dann dachte ich so, boah, 40 € für so ein kleines Pups-Spiel, das aber super cute ist und sonst was. Aber wir werden hier jetzt bestimmt gleich hören, warum es so super geil ist. It got good reviews, people seem to genuinely like it, but it didn't really come up in Game of the Year conversations, and it really wasn't held on to very tightly by the third-person action-adventure platformer crowd. But these types of games, now in this day and age, only come around ever so often, and Kena Bridge of Spirits was solid, good fun. Maybe it was the fact that on the surface it looked a little generic. What you have here is a game that is absolutely gorgeous, with a charming world, some fun puzzles, and some challenging combat. Actually, surprisingly challenging. Some of the bosses towards the end got pretty nuts. Oh Gott. For a game that looks like it's made for kids, it was pretty challenging. But I will say that richtiger Souls-like Boss. The characters they built here all have this charming Pixar-like diese kleinen süßen schwarzen Flummis, ich habe keine Ahnung, wie die heißen. But there's room to really improve on this formula and make an even better game and build out this world even more. Like I said, it reviewed well, it was received pretty well. According to leadership from the developers, Sony was happy with the sales results, but you just don't hear too much about it anymore. And I mean, GameRanks is guilty of that as well. We reviewed the game and we kind of moved on. Some games just don't have that lasting impact in the conversation, but they're still really good and solid. And that's Kena Bridge of Spirits in a nutshell. Next over at number 7, we have Immortals Fenyx Rising. This released at the end of 2020, like in December. Nein. And there was a flurry of big game releases that were taking up the headlines. And unfortunately with that, it seems like Immortals Fenyx Rising fell to the wayside. Because after it released, Ubisoft kind of lost interest in it, and there was early phases of development of a sequel, but that has since apparently been canceled. Ich hab's durchgespielt, aber es war langweilig as fuck. Immortals Fenyx Rising was a special, fun, simple game. It was kind of like the counterpoint to a lot of other Ubisoft games at the time that had giant maps, endless quests, and icons that you could play forever, where Immortals Fenyx Rising was kind of a little bit more quality over quantity. It still had a big world with little things to do, but the way it played out, the way it all flowed, was just really fun and satisfying. Wobei, es sah wunderschön aus. Es hat einen richtig coolen Artstyle und eigentlich war das Camp noch gar nicht so kacke, aber ich habe die Rätsel nicht verstanden. Es hat... And it was a cartoony, kind of lighthearted... Okay, warte, ich muss meine Aussage nochmal kurz ändern.
Es hatte Rätsel, die haben mich erinnert an, wie heißt Breath of the Wild oder Tears of the Kingdom Rätsel. Und ihr wisst alle, ich bin einfach zu dumm für diese Rätsel. Und ich konnte da mal wirklich, ich habe 4 Stunden ein Rätsel versucht. Ich habe es nicht verstanden. Aber ich musste dieses Rätsel machen. Weil es immer solche Tempel oder irgendwas waren, wo du solche Rätsel drin machen musstest. Ich habe es nicht verstanden. Ich habe es nicht geblickt, was ich da machen muss. Aber eigentlich so viele Stunden, wie ich da reingesetzt habe. Ja, was doch ganz okay. Ganz okay. Sagen wir es mal so. On Greek mythology, something that we've seen in so many games before, but here it felt a little bit more cartoony and fun, and not hyper realistic or gritty or gruesome. It kind of felt like The Legend of Zelda: Breath of the Wild mixed with one of the modern Assassin's Creed games, like Assassin's Creed Odyssey. And that turns out that was actually a pretty cool combination. It had a lot of good environmental and situational puzzles. Some of them were, you know, pretty brain busting. Also, some good combat and some big boss battles. It wasn't perfect, sure, but it was still really fun to play through. So, if you're looking for something open world but not extremely massive, and also something a little bit more lighthearted and fun and cheery, consider this one. Next, over at number 6, we have Call of Juarez Gunslinger. Now, this game is incredibly underrated because it comes from a franchise that nobody really cared about. There's been a couple of Call of Juarez games, and they were fine, whatever shooters, but Gunslinger turned out to be just like a super tight, satisfying arcade-style first-person shooter. Warte, Gunslinger. Ich weiß, ich habe die Call of Juarez, Really wie auch immer man das ausspricht, gespielt, aber ich weiß nicht welches. In other video games. If that doesn't sound interesting enough to you, let me at least pitch you this. It was developed by Techland, the people behind the Dying Light games, so just think good first-person action with some gore and a little bit of edge to it, and there you go. That's Call of Juarez Gunslinger. It has like a legendary, overwhelmingly positive on Steam because it's just good, simple, straightforward video game Aber es fun. ist alt. If you're looking for a cool first-person single-player action game, Aber das ist Call egal. of Juarez Gunslinger is it, man. Next, over at number 5, we have A Way Out. This is from the developer Hazelight Studios, the people most recently behind It Takes Two. But this was their previous game, the one in between It Takes Two and Brothers: A Tale of Ja, Two natürlich. Sons, and it Als once ob das again jemand nicht embraces kennt. cooperative play. And it does it in such a special way. Das Or ist really so ein gutes multiple Spiel. special ways. So what this is essentially a buddy cop heist jail breakout type movie. It encompasses a lot where each character is playing as one of the two dudes. And what starts as a prison break game with complex scenarios like you both trying to shimmy out, to hiding stuff in your jail cells, to keeping watch and look out for guards. Eventually you break out and you're on police chases together. You're getting in shootouts together, and it is paced incredibly well. You're not just running and gunning for a whole game. You're doing all types of different things. You're getting to know these characters not only through dialogue and story, Das ist so super but also cool, through wie jeder you and einen your friend spielt. experiencing this together. The game designs so many moments to really get you strategizing with your partner, maybe even yelling at them, and generally just having a really good time. Like I said, you're always doing something different in this game. There's tons of mini games. It tells Okay, das habe ich nicht gemacht in dem Spiel, aber story with an ending that is absolutely worth experiencing, especially if you played through this one entirely on the couch with one of your closest friends. It can be that special. I've been singing the praises of this game for years. We did do a Game Ranks before you buy on it, but we haven't really talked about it too much other than that one video. Ich muss dazugeben, ich habe das Spiel gespielt bis ich weiß nicht, vielleicht so 80% von der Story durch. Und dann habe ich mich nicht mehr gemeldet bei der Person, dieses Spiel zu spielen, und dann haben wir das nie fertig gespielt. Das wäre was für ein Stream. Wer hat Bock von euch, mit mir das Spiel am Stück durchzuspielen? It today. A Way Out, it's from 2018, but if you're looking for a really good co-op experience, check it out. Next, over at number 4, we have Astral Chain. Astral Chain released in 2019, and it was cool. I feel like when people talk about the best Switch games, there are so many things worth mentioning, but, you know, even in the conversation, you never hear a whiff of Astral Chain.
Now, this is a Platinum Games game, and it was a Switch exclusive. And the lead designer is behind Nier Automata and was supervised by, of course, Hideki Kamiya. He, of course, was the legendary designer behind so many things, but most importantly for this, something like Devil May Cry. And in this game, there's cool, stylish, fast movement, over-the-top combos, button-mashy action combat, but you're also playing as this like sci-fi rookie police officer, and there are crime-fighting and mystery-solving elements to it. Really, this is a simple one to explain, but it had cool ghostly creatures and fun combat mechanics. Just a good action-adventure hack-and-slash from Japan. Now, down at number 3, we're going back a little bit further, but it's worth mentioning Alien Isolation. This is one of the few games to release that really aber das ist doch nicht underrated oder the so. Alien franchise. Specifically, the first movie. The slower-paced, scarier, darker, simpler one. Das Spiel ist der Wahnsinn, das sage ich auch, aber ich werde es nie wieder spielen. Survival horror game through and through. And it is near perfect. It's incredibly challenging, it's tense, it's scary. Yeah, there's some issues towards the later half of the game, but ultimately it was cool as hell. It takes place 15 years after the original Alien, and you're playing as Ellen Ripley's daughter Amanda. Not only are you worried about being hunted down by aliens, of course, ich habe mir vor Angst in die Hose gemacht, aber richtig. Das ist so ein Spiel, das spielst du und du sitzt da und hast durchgehend so ultimative Gänsehaut. Du hast, also zumindest ist es bei mir manchmal so gewesen, dass ich das gespielt habe. Und ich wollte es unbedingt durchspielen, weil ich die Story richtig geil fand, weil das Spiel geil aussieht, weil ich einfach das ganze Spiel richtig gut fand. Aber mir wird schon leicht schlecht bei so einem Spiel, weil ich so Angst habe. Weil ich so Angst habe, dass gleich das fucking Alien kommt und mich erschreckt. Ja, wirklich. Ich habe voll Schiss bei dem Spiel. Ich weiß nicht warum. Ich habe das mal irgendwann als ich noch meine aufgeteilte Streamtage hatte, am Horror-Mittwoch, hatte ich das mal angefangen zu spielen. Und ich dachte mir so, Alter, nee, ich kann das nicht weiterspielen jetzt. Das wird nicht. Es geht einfach nicht. Es ist zu heftig für mich. Aber ich finde das Spiel richtig, richtig geil. Und jeder, der es noch nicht gespielt hat und gerne so ein Horrorspiel spielt, go for it. Es kostet wahrscheinlich auch nirgendwo viel Geld. Oder in Sales kostet das Ding 5 Euro oder so. Und du hast eine relativ lange Story. Ich weiß gar nicht, wie lang. Vielleicht so 10, 15 Stunden Story. Ich weiß, es ist sehr weit auseinander, aber ich glaube, das kann sehr variieren, wie lange du dafür brauchst. Richtig gutes Spiel. Disposal, but you also have to worry about resources and synthetics. There's a lot to this one, but it's cool. And at this point, you can run it, play it on pretty much any machine, get it wherever you want. So, if you're a movie fan, if you're a classic sci-fi or horror fan, Alien Isolation is the one for you. This one we're bringing up specifically because if you missed it, we haven't talked about it in a really long time. Now, down to number 2, we have a game called 7 Days to Die. For some people, this is like a no-brainer, but in our neck of the woods, in our gaming community, the gaming news world, the hardcore gaming crowd, 7 Days to Die doesn't really come up a lot in conversation, but ja, it's actually 7 cool. Days to Die. Kind of hard to explain, but it's essentially... Das ist so eine Sache. Ich habe das Spiel wirklich Alpha 1, wie auch immer sie hieß, gekauft. War halt kompletter Trash, war nichts fertig und sonst was. Ist auch jetzt immer noch in der Alpha und ist auch gefühlt immer noch nichts fertig. Trotzdem, immer wenn ich das Spiel gespielt habe, dachte ich, das ist ein richtig geiles Survival-Spiel, weil es Sachen irgendwie einfach ein bisschen anders macht als die meisten. Und so eine Mischung aus Survival-Spiel und fast schon, ja, von dem her, wie du alles durchsuchen kannst, fast wie so ein Extraction-Shooter, außer dass du nicht extracten musst. Ich weiß nicht, es ist sehr cool. Aber allein ist es immer so... Das ist ein mega gutes Koop-Spiel, aber ich habe damals mal einen Kumpel dazu bekommen, wir haben es vielleicht einen Tag oder so zusammen gespielt und dann war's das. Es wäre auch so ein Spiel, wo ich ein größeres Projekt mit jemand starten müsste, aber da muss ich noch meine Leute mal irgendwann finden. Wenn irgendjemand von euch mal übertrieben lange Zeit hat und nichts weiteres vorhat und sowas mit mir starten würde, ein größeres Streaming-Projekt oder so, gerade jetzt an so den Limak oder so. Ich bin für sowas übrigens echt offen, also sowas wie, keine Ahnung, jeden Freitag oder jeden, was auch immer, einfach ewig lang irgend so ein Game, wo man zusammen immer weiter spielt an der und der Stelle, aber wie auch immer.
Wollte ich jetzt nur so nehmen. Like an open world survival game, but like with like a horror element. And to quote the developers, it's a combination of a first-person shooter, survival horror, tower defense, and role-playing. And yeah, I think they're pretty much correct. This is a game that released in 2013, but has been living on for a long time in early access because it just keeps growing. You're killing, you're shooting, you're crafting, you're building, you're playing with and against others, and you can spend hours and hours and hours in this one with really cool zombie designs and some fun combat. 7 Days to Die is more of like a sandbox thing, but it is fun. If you're into PC games and PC games that have a little jank to them sometimes, 7 Days to Die seems like it's still going strong. Und wenn man nicht nach der Grafik von einem we have Spiel gehen Quantum muss. Break. Now, we haven't mentioned this game a lot, so if you missed it, Kashi, this is a Remedy willkommen. game. But before they really started popping off again with stuff like Alan Wake 2 and Control, there was Quantum Break, which was technically an Xbox exclusive. It released for Xbox One and Windows 10, and it wasn't bad, but people very quickly forgot about it. You play as Jack Joyce. Ich habe dieses Spiel nie vergessen. Dieses Spiel, Quantum Break, wenn man, wenn man das ignorieren kann, dass das mit den Videos und dass man es sehr komisch ist mit, was es jetzt ist, ein Spiel oder ein Film oder sonst was. Weißt du, du spielst immer eine halbe Stunde und dann kommt ein Video, das geht 20 Minuten. Und die Videos gehen nur, wenn du online bist, weil die live gestreamt werden über irgendeinen komischen Service. Richtig komisch. Und dann hat es manchmal gehangen, dann konntest du dir die Videos nicht anschauen, dann wusstest du nicht, was zum Fick du eigentlich jetzt machst, weil du die ganze Story dazwischen nicht gesehen hast. Aber das Spiel, Hammer. Mega geil. Story. The main character played by Wahnsinnig. actor Shawn Ashmore, who you may have seen in the X-Men franchise or in other video games, and he's really great here. And Remedy is doing their thing, combining storytelling mediums here with like video game story, but also live action sequences, and like they shot a full TV show that is accessible in this game that like ties into the events, and you play, then you watch some show. It was really creative for the time, and I don't know if all the television show elements landed. I found it a little bit more boring compared to the rest of the game, but und the combat war auch here drin. is cool as hell. It was kind of a precursor of the more aggressive, punchy shooting that modern Remedy games have. I mean, they knew what they were doing from the beginning with Max Payne, but Quantum Break really pushed the aggression. You have time powers, so you're zipping around the environment, punching and shooting dudes, manipulating. Okay, ich habe jetzt ehrlich gesagt mit mehr Spielen gerechnet, die ich noch nie gesehen habe. And it was cool as hell. Again, not a perfect game, some pacing issues and stuff Ich glaube, like ich habe that, einfach but zu viel gespielt it's in meinem Leben. different. If you're looking for something different and you initially missed this one when it originally released, it's worth reconsidering checking it out. But those are 10 games you should have played sooner, or some games that are underrated, whatever. We wanted to mention some cool games today, so let us know what you guys think in the comments. Anything really wet in your whistle that you think not enough people jumped into when it first... Ja, bin ich bei den meisten dabei. Geile Spiele, aber die meisten für mich so echt, eigentlich fast alle, also dieses Switch Exclusive da und was war noch dabei? Ja, außer China, und ich habe alles davon gespielt und fand alles davon geil. Was soll man sagen? Ich habe in meinem Leben einfach zu viele Spiele gezockt, zu viel random Stuff gezockt. Aber ich sag's immer wieder, schaut euch meinen Steam-Account an. Was anders sieht mein Steam-Account auch nicht aus wie... Ich habe einfach jedes Spiel, das irgendwie irgendwo einen Namen hatte, gekauft und gespielt. Ja, ob das gut war, weiß ich nicht, aber ist so, ist so.